Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Be Castled for Full Release und sieht verdammt gut aus. Das gleiche gilt für Farthest Frontier. Sci-Fi City Builder Arwen Colony fast geschenkt. Neues zu Town to City. Suma Expeditionis erhält Kampf-Rework. Spannendes The Riftbreaker 2.0 Update in Kürze. Und Warcraft Erbe des Scoring in den Early Access gestartet. Wegen der Gamescom und meinem ersten richtigen Urlaub seit 2 Jahren geht der Wochenrückblick bis Mitte September in die Sommerpause. Spätestens am 14. September sollte dann aber wieder alles wie gewohnt weitergehen. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Heute möchte ich euch den spannenden Sci-Fi City Builder Arwen Colony vorstellen und natürlich auch empfehlen, dazu aber gleich noch mehr. Bereits 2021 ist Be Castled in seine Early Access Phase gestartet und konnte im Grunde schon damals viele Spielerherzen für sich gewinnen. In den letzten 4 Jahren ist aber einiges passiert, was nun mit Version 1.0 am 23. Oktober 2025 sein krönendes Finale erhalten wird. Das trotz Ukraine-Krieg in Kiew entstehende Spiel der Mana Potion und Pingel Studios entführt euch in eine mittelalterliche Fantasy-Welt, in der ihr Burgen samt Befestigungen entwerfen dürft. Ziel ist es dann, euch gegen Gegnerwellen zu verteidigen und gleichzeitig eine florierende Wirtschaft entstehen zu lassen, damit ihr weitere Gebäude und Updates dazu bauen könnt. Aber auch eigenes Militär, welches sich dann ganz klassisch RTS-mäßig befehligen lässt, ist mit dabei, wodurch sich dann zum Beispiel Mauern und Türme mit Bogenschützen besetzen lassen. Ich muss jetzt selbst unbedingt mal reinspielen, weswegen ihr hierzu vielleicht demnächst ein ausführlicheres Video erwarten könnt. Nach mehreren Verschiebungen ist auch Farthest Frontier nun endlich auf der Zielgeraden und hat den Playtest für die finale 1.0 Version gestartet. Der Full Release erweitert das Spiel nochmals ordentlich um einen Entwicklungsbaum, welcher Zitat die umfassendsten Änderungen der ganzen Early Access Phase mitbringt. Eigentlich hätte Version 1.0 schon Ende 2024 erscheinen sollen, aber gut Ding braucht eben Weile und außerdem warten wir doch gerne etwas länger, wenn das Spiel dann am Ende dafür polished und vor allem bugfrei ist. Wie hat euch Farthest Frontier bisher gefallen? Gerne mal in die Kommentare damit. From the dawn of mankind, we have looked up to the vast night sky and dreamed that someday we would find our place in the cosmos and build a new home among the stars. That day has come. Lichtjahre von der Erde entfernt errichtet ihr in Arwen Colony von 2017 eine erste extrasolare Siedlung der Menschheit und steht damit natürlich vor diversen unvorhersehbaren Aufgaben. Neben dem klassischen Anno-Gameplay entdeckt ihr hier einheimische Lebensformen wie Sandwürmer und dürft dank ordentlicher Hintergrundgeschichte eine sehr gute Kampagne spielen. Arwen Colony bekommt ihr super günstig für 2,40 € bei meinem Partner Instant Gaming und könnt euch den ebenfalls gelungenen DLC für nur 1 € gleich mitnehmen. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei gleichzeitig diesen kleinen Nischenkanal hier massiv. Auch in Town to City errichtet ihr eine Stadt, hier allerdings nicht in der Zukunft, sondern im 19. Jahrhundert. Im aktuellen Entwickler-Update hat uns Entwickler Galaxy Groove einen kurzen Überblick über das fast fertige Spiel gegeben. So erhalten die Einwohner dank Twitch-Integration automatisch die Namen eurer Zuschauer aus dem Chat. Außerdem gab es erste Screenshots zu einem Blumenmonument, dem Getreidespeicher, dem Postamt und der Apotheke
in der eure Einwohner dann später das Nötigste besorgen. Durch das Feedback der ersten Demo lässt sich nun auswählen, ob man durch eine neu gezogene Straße eine bereits vorhandene ersetzt oder nicht. Attention passengers. The Station-to-Station Express is now approaching Platform 1. Das Vorgängerspiel gibt's übrigens schon für einen lächerlichen Euro bei Instant Gaming, daher könnt ihr dieses Spiel ebenfalls preis-leistungstechnisch bedenkenlos mitnehmen. Life and relaxation. Auch zum Römer-Simulator Summa Expeditionis gibt's Neuigkeiten, denn das diese Woche erschienene Update 0.3.2 überarbeitet das Kampfsystem komplett. Grob gesagt sollen sich Spieler auf schärfere Taktiken, intelligentere Verbündete und ein noch intensiveres Schlachtfeld vorbereiten. Das Update baut Lager von Grund auf neu auf, fügt neue taktische Werkzeuge hinzu und überarbeitet den Kampf für ein präziseres und befriedigendes Erlebnis. Damit sollen laut den Devs die größten Wünsche der aktiven Community umgesetzt worden sein. Ein neuer Blick ins Spiel könnte sich also lohnen. Nach groß angelegter Beta und gefühlt jahrelangem Warten bekommt The Riftbreaker mit Version 2.0 nun endlich seinen 4-Spieler-Koop-Modus samt neuer Kampagne, neuen Waffen, neuen Welten und neuen Technologien. Am 25. August, also pünktlich direkt nach der Gamescom, ist es nun soweit. In The Riftbreaker landet ihr auf einem fremden Planeten, auf dem ihr dann eine Basis errichtet, nach neuen Technologien forscht und euch gegen ständige Gegnerwellen erwehren müsst, was ihr unter anderem mit einer Vielzahl von Abwehrturm-Varianten bewerkstelligt. Wer sich unsicher ist, ob der Aufbau-Survival-Mix für sich funktioniert, probiert einfach mal die Demo aus. Highlight der Woche war aber der Early Access Start vom Warcraft-Erben The Scoring, welches euch in ein superschnelles ATS wirft und klar die Blizzard-Klassiker in sehr gut kopiert. Zum Start hat das vorher nur als Demo verfügbare ATS eine neue Magier-Einheit erhalten und verfügt jetzt neben reinem PvP auch über einen Koop-Modus. In den kommenden Wochen und Monaten soll das Scoring dann sukzessive erweitert werden und erhält dementsprechend bald neben Menschen und Orks weitere Fraktionen, eine vollumfängliche Singleplayer-Story-Kampagne und einen Karteneditor. Was das kleine Indie-Team hier abliefert, ist wirklich aller Ehren wert und gehört unterstützt. Wer schnelle ATS-Spiele wie Warcraft oder StarCraft mag, der kommt hier sowieso nicht drum rum. This is a story about success. Wie eingangs erwähnt, bin ich nächste Woche auf der Gamescom und dann 2 Wochen im Urlaub. Dementsprechend versuche ich euch noch so viele Infos von der Gamescom aus erster Hand wie möglich in diverse Videos zu pressen und bin dann ab dem 14. September mit dem nächsten Wochenrückblick wie gehabt wieder für euch da. In diesem Sinne, investiert die 1-2 Euro in Arwen Colony und kommt gut in die neue Woche. Vielleicht sieht man sich ja auf der Gamescom. Bis zum nächsten Mal.